In diesem Video möchte ich dir einmal von Printify erzählen. Printify ist ein Print-on-Demand-Service, wo du dir Produkte aussuchen und dann deine eigenen Designs da drauf drucken lassen kannst. Ja, Print-on-Demand-Seiten gibt es ja ganz viele, wie Pilze am Boden, ne? Also es gibt unglaublich viele Print-on-Demand. Society6 ist eine, Redbubble, dann haben wir noch Printful, Print, keine Ahnung, es gibt unglaublich viele. Warum ich Printify nehme, kann ich dir sagen. Ich habe nämlich festgestellt, dass das noch recht günstig ist und das sogar noch günstiger werden kann. Vorher hatten wir, wir haben Produkte erstellt und dann festgestellt, ja, wenn wir die darüber verkaufen, das wird für die Kunden sehr teuer und das wird keiner machen oder kaum jemand. Und so war es leider Gottes auch, weil dann wird mal eine ganz normale Tasse plötzlich 20 € teurer und dann kommt noch Versandkosten drauf. Also es ist für den Kunden auch nahezu unerschwinglich. Also wenn ich nicht eine Tasse mit einem absolut genialen Design sehe, bin ich, glaube ich, nicht bereit, dafür 20 € zu bezahlen und dann noch Versandkosten. Und deswegen habe ich mir jetzt mal Printify näher angesehen. Da ist es nämlich anders. Es ist nämlich wesentlich günstiger. Und das Einstellen der Produkte ist eigentlich genial. Und ich gehe jetzt mal an den Rechner und zeige dir, wie das funktioniert, zumindest in groben Zügen. Bevor wir jetzt über Printify sprechen, möchte ich dich noch einmal ganz kurz auf meinen Kurs hinweisen, in dem du lernen sollst, wie du abstrakte Kunst erstellst und diese verkaufst. Ich öffne jetzt mal hier ganz kurz mein Photoshop und zeige dir, um welche Bilder es geht. Ich habe diese beiden Bilder erstellt in dem Kurs. Wir haben dafür Elemente gemalt. Wir haben diese Elemente in Photoshop zusammengesetzt und dann habe ich auch noch Vorschaubilder erstellt. Und jetzt soll das Ganze natürlich auch gedruckt werden. Natürlich, du kannst es so angelegt, es ist auf A4, du kannst es auch als Download verkaufen und das Ganze dann auf deinem heimischen Drucker ausdrucken oder der Kunde kann das und dann an die Wand hängen. Ja, meistens ist das dann A4 oder der Kunde gibt das an einen Drucker, also sozusagen einen Online-Druck und kann sich das dann drucken lassen und ja, dann kannst du es auch wieder nach Hause und kannst es dir rahmen und an die Wand hängen. Oder und das ist auch ein Oder, bei dem das Ganze immer noch hands-off ist, weil hier auf diesem Kanal wollen wir ja hands-off verkaufen sozusagen. Es ging ja immer um digitale Produkte und das ist, sagen wir so ein halbes digitales Produkt. Aber ich möchte dir das nicht vorenthalten, weil es ist auch eine geniale Möglichkeit, online dein Geld zu verdienen. Also sagen wir, ich habe jetzt hier meine beiden Bilder erstellt und diese Bilder möchte ich jetzt verkaufen. Im besten Fall werden die also auf Leinwand gedruckt oder auf so ein Schaumstoff ist das. Und dann bekommst du die nach Hause geliefert oder die werden auch gleich gerahmt und der Kunde bekommt sie nach Hause geliefert und kann sie sich direkt an die Wand hängen. Das Ganze soll jetzt im Idealfall nicht so fürchterlich teuer sein, dass es fast unbezahlbar ist. Ne? Wer möchte nämlich für 2 Poster 100 € ausgeben? Ja, wahrscheinlich die wenigsten. Deswegen nehmen wir dafür Printify. Printify ist ein Print-on-Demand-Service, wie ich dir schon gesagt habe. Und hier gibt es unglaublich viele Produkte. Ich gehe jetzt einfach mal hier einmal auf Catalog und gebe hier einmal Wall Art ein oder Poster oder sowas. Wall Art. Ja, sowas oder Poster. Und du siehst schon, es gibt direkt Produkte dafür. Unframe Posters, ja, das ist auch das, was wir haben wollen. Das kostet gerade mal 7,63 $. Natürlich geht es jetzt immer darum, wie groß das Ganze ist. Aber da wir ja hier eine ökologisch wertvolle Seite sind, nehme ich jetzt mal hier Eco-Friendly. Also klicke ich hier drauf und es geht jetzt hier darum, ich kann jetzt erstmal auswählen, welche Größen ich hier haben möchte und dann kann ich designen. Jetzt ist hier ein kleiner Nachteil. Das Ganze kommt aus Australien, deswegen werden die Versandkosten nicht so ganz günstig sein und da müsste man natürlich mal gucken, ob sich das dann lohnt oder ob wir besser einen anderen Anbieter finden, aber vom Grundprinzip her, dann nimmst du eben keinen ökologisch wertvollen Anbieter, kann sein, aber
Du musst natürlich immer auch gucken, dass das für den Kunden noch erschwinglich ist. Und hier siehst du schon, hier stehen nämlich die Shipping Costs, ja. Also hier steht erst einmal, was das Ganze kostet, in welcher Größe, ne. Hier zum Beispiel in 20 mal 16 Zoll kostet das Ganze 20 mal 16 Zoll, das ist schon eine recht anständige Größe, das sind so ungefähr 50 Zentimeter mal, ja, so 25, so wird das Ganze 7,63 $ kosten. Also ja, absolut erschwinglich. Du kannst hier noch verschiedene Papiersorten auswählen und die Größe kannst du auch noch auswählen. Also deswegen ist das alles so ein bisschen, ja, vage hier zu sagen, was es jetzt genau kostet, aber damit du einen Eindruck bekommst, so um die 7, 8 $. Wie gesagt, die Versandkosten werden in diesem Fall, ja, ziemlich hoch sein. Deswegen sage ich jetzt mal erst, ist jetzt für uns vielleicht nicht das richtige Produkt, aber wie es funktioniert, kann ich dir hier dran trotzdem zeigen. Ich habe jetzt hier einen Account und diesen Account habe ich mit meinem Etsy-Shop verknüpft. Hier ist der Etsy-Shop und hier sind auch einige Produkte drin. Und ja, diesen Etsy-Shop habe ich jetzt hier verknüpft und kann jetzt sagen Start Designing. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mein Produkt designen und kann einfach das Bild hochladen. Jetzt muss ich natürlich gucken, ja, das ist jetzt hier kein Hochkant. Mal gucken, ob wir das hier drehen können. Ja. Das war es nicht. Ja, wie dem auch sei, da wollen wir uns jetzt gar nicht lange mit aufhalten. Es geht erst einmal darum, jetzt hier ein Bild zu nehmen und das einfach hier hochzuladen. Also ein Bild, das du designt hast, lädst du hier hoch und dann sagt dir Printify, was nicht nur die Erstellung, sondern auch der Versand zu deinem Kunden kosten würde. Die Idee dahinter ist jetzt, Printify erstellt das Ganze für dich. Und dann, sobald das geordert wird, wird es für dich auch produziert und dann direkt zu deinem Kunden verschickt. Das heißt, für dich ist es so, du bekommst nicht erst das fertige Poster nach Hause geliefert und verschickst es dann an deinen Kunden, sondern, ja, wie gesagt, hands-off geht das Produkt direkt an deinen Kunden. Das Einzige, was du getan hast, ist dein Design zu Printify hochzuladen und mit deinem Etsy-Shop zu verknüpfen. Jetzt haben wir hier, ja, ich müsste jetzt einmal herausfinden. Ups, jetzt hat er hier das Ganze als Muster angelegt. Das wollen wir natürlich nicht. Müssten wir einmal herausfinden, wie wir das ganze Unternehmen drehen hier. Weil so soll es natürlich nicht sein. Ich kann das jetzt hier vergrößern. Aber auch das wird nichts bringen, weil dann wird man nicht mehr viel sehen. Also du siehst, das ist jetzt hier einfach das falsche Format. Aber sagen wir mal, wir wollen das jetzt so drucken lassen. Für den Fall das. Kann ich jetzt hier sagen Save Product. Und dann kann ich jetzt hier ein Mockup auswählen. Und das sind schon mal Bilder, die mit zu Etsy rüber gepusht werden, die du schon mal nutzen kannst. Aber auch hier die Empfehlung, deswegen wieder der Hinweis auf meinen Kurs, wo ich dir genau zeige, wie du diese abstrakte Kunst erstellst und auch zeige, wie du Vorschaubilder erstellst, kostengünstig und ja, mit Mockups, dass das bei dir einzigartig und vor allen Dingen auch schöner aussieht. Aber nichtsdestotrotz, hier kann ich hier meine Mockups auswählen, sagen wir, ich nehme das und dann kann ich hier auf Publish klicken, kann ich noch sagen matt oder glossy, also matt oder glänzend, und dann wird sogar eine Produktbeschreibung noch hier angegeben und dann kann ich das direkt hier rüber schicken. Jetzt kann ich hier noch was Wichtiges einstellen, nämlich mein Profit. Ja, was möchte ich jetzt daran verdienen? Also die Kosten betragen 7,63 $, das haben wir eben schon gesehen. Der Verkaufspreis liegt bei 12,72 $ und damit dein Profit bei 5,09 $. Ne, klingt doch eigentlich erstmal ganz gut, 5 $, ne, dafür, dass du dein Bild zur Verfügung gestellt hast und danach musst du nichts mehr machen. Das ist das Schöne daran. Ne? Du musst aber jetzt hier genau überlegen, denn das Problem ist, du packst das Ganze bei Etsy rein. Wenn du das bei Redbubble oder Society6 machst, kostet dich das nichts. Bei Etsy dagegen kostet dich das was, so oder so. Nämlich zum einen erstmal die 20 Cent für die Einstellgebühr und zum anderen, nachdem es verkauft wurde, wird auf die 12,72 $ auch noch eine Verkaufsgebühr erhoben. Deswegen musst du hier vorsichtig sein und gucken, ob die 5 $ reichen. Ne? Weil wahrscheinlich bleiben dann hinterher, sagen wir mal, 3 $ übrig. Und da musst du natürlich gucken, ja, kann man das vielleicht auch ein bisschen
teurer verkaufen. Ne? Und dann kannst du hier dein Profit Margin kannst du hier einstellen oder direkt die Summe, die du verdienen möchtest und sagen möchtest, okay, mein Poster ist jetzt mehr wert als 12,72 $. Ich möchte, ja, damit Etsy auch was verdient, 7 $ verdient. Also habe ich dann hinterher ja vielleicht 4 $. Ne? Das ist ja mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und jetzt wird das Ganze rübergeschickt zu Etsy. Ja? Dann kann ich das hier in meinen Shop stellen und dann kann ich das da auch veröffentlichen. Es passiert jetzt hier erstmal noch nichts. Du hast das Bild erstellt, das Bild wird veröffentlicht, aber es ist letztendlich nur an Etsy verschickt worden und es ist in deinem Etsy-Shop. Und dort gibst du es erst frei und dann beschließt du, ja, jetzt möchte ich die 20 Cent bezahlen. Also wenn ich jetzt hier mal auf Etsy gehe und Command-R mache, ja, Passwort will ich auch noch sichern, dann ist das hier noch nicht im Shop, wie du sehen kannst. Ne? Also hier ist was angelegt, aber es ist noch nicht da. Abwarten. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen und wie wir vor allen Dingen noch zusätzliche Mockups erstellen, sodass das Ganze einzigartig wird. Wie gesagt, ich verlinke meinen Kurs hier unten in der Infobox. Vielleicht schaust du ihn dir einmal an. Da zeige ich dir das ganz genau, wie du mit so etwas Simplem dein Geld verdienen kannst. Wenn du also jemand bist, der gerne designt und der das am liebsten rund um die Uhr machen möchte, dann ist Printify genau richtig für dich, weil du kannst natürlich nicht nur Wallart, also Poster erstellen, sondern auch, ich glaube, 500 andere Produkte, also von T-Shirts über Tassen bis Kissen, ja, unglaublich viele Produkte. Einfach hier erstellen, indem du dein eigenes Design hochlädst und in deinem Shop bei Etsy oder auf Printify und noch andere veröffentlichst. Du kannst nämlich hier, ich schau mal einmal, Add a New Store, da siehst du schon, du kannst Shopify damit verknüpfen, du kannst es sogar mit Walmart oder Squarespace und eBay verknüpfen. Mit Wix, aber auch mit WooCommerce, der es kostenlos gibt, BigCommerce, PrestaShop oder eben auch sogar eine eigene API. Da muss man natürlich Programmierkenntnisse haben, also es ist nicht für jeden was. Aber ich denke, da gibt es schon eine große Auswahl. Deswegen würde ich dir hier raten, wenn du so etwas vorhast, überleg dir vorher, ob die Plattform, auf der du das machen möchtest, hier drin ist. Meine Empfehlung hier, ganz klar, ich würde WooCommerce nehmen und ich verlinke hier einmal das Video, so wie ich das bei mir angelegt habe mit WooCommerce, weil ich habe WooCommerce direkt mit Etsy verknüpft. Das heißt, es gibt unter jedem Produkt einen Button, hier geht es zu Etsy und da kann man es dann eben kaufen. Warum? Nicht, weil ich so dringend Etsy Geld geben möchte, sondern ich möchte mit den Steuern nichts zu tun haben. Also das Problem in der EU ist ja, dass man die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer abführen muss an das jeweilige Land, in dem dein Kunde ist. Das heißt, wenn du jetzt einen Kunden aus, ich sage jetzt mal Spanien hast und der kauft bei dir, dann musst du für den Betrag, den der Kunde bei dir umsetzt, Umsatzsteuer bezahlen. Auch wenn du nicht umsatzsteuerpflichtig bist. Und diese Umsatzsteuer musst du dann eben nach Spanien abführen. Und das kann natürlich abhängig von der Menge der Kunden ein ziemlich großer Aufwand werden. Und genau deshalb würde ich empfehlen, entweder, dass du dich auf Deutschland spezialisierst oder aber eben, wie schon gesagt, das Ganze mit Etsy verknüpft. Dann handelt Etsy nämlich eben genau diese Sachen für dich, die Umsatzsteuer und führt das direkt in das Land ab. Und das Einzige, was du brauchst, ist eine Nummer, dass das Ganze auf deinen Namen geschehen ist. Ja, ich hoffe, das Video ist hilfreich für dich und du hast jetzt Lust bekommen, auf Printify deine Produkte zu erstellen und damit dein eigenes Business aufzubauen. Wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.